Okay. Давай, делай! Опа, о, Дрифт. Übersteuern, genau. Ja, der hat sich echt festgefahren. So, erstmal den Knopf drücken, den richtigen. Sonst funktioniert das alles nicht. Yeah, Winter Wonderland in Bayern. Okay, jetzt muss ich erstmal vorwärts kommen. Ja. Ja. So, wow, hat es wieder ordentlich geschneit über Nacht. Ja. Ich komme echt kaum vorwärts. Hier geht es nur minimal bergauf. Ah, das haut schon nicht hin. Ich gehe nur quer. Okay, jetzt geht's gar nicht mehr vorwärts. Scheiße. Jetzt habe ich mich gleich am Start mal schön festgefahren. Nach 30 Metern Schnee. Hat kurz einen Mann hinten angeschoben. Ja, ich war richtig so leichte Steigung und bin dann eigentlich nur quer rüber gedriftet beim Anfahren und ein bisschen in den Schneehaufen rein. Mit meinen alten, die sind glaube ich schon 8 oder ja mindestens 8 Jahre alt, also die Winterreifen, die muss man eigentlich schon mal wechseln. Ja, die haben natürlich dann kaum Grip, die sind viel zu hart, da verzahnt sich nichts mehr mit dem Schnee. Ja, viel geräumt wurde heute noch nicht, muss man sagen. Juhu! Ja, hat echt in der Nacht wieder einiges runtergeschneit. Ja, und es schneit auch noch weit. Es wird dann wahrscheinlich noch bis spät abends durchgehend schneien. Da kommt schon ein bisschen was runter. Ja, gestern war ja die Brenner Autobahn auf 80 Kilometern eigentlich nicht befahrbar, weil überall LKW stecken geblieben sind und so weiter. Auf 80 Kilometern. Und die Brenner Bundesstraße war auch gesperrt wegen Lawinengefahr. Also da ging gar nichts mehr. Da war richtig Verkehrschaos. So, jetzt sind wir beim Kreisverkehr. Schauen wir mal. Das ist halt schon hier so viel Asphalt, dann bringt es dann irgendwie auch nicht so wirklich. Ja, aber kriegt es mal Grip, mal nicht. Das ist so ein blöder Mischmasch. Jetzt wirst du gleich wieder Grip bekommen. Zack. Jetzt wieder Grip. So. Dann fahren wir weiter zum Parkplatz vom Sportplatz. Da sollte eigentlich auch gar nichts los sein. Das ist natürlich das Wichtige, dass man hier niemanden gefährdet oder in keine parkenden Autos reinrutscht. Weil Profi bin ich mit Sicherheit nicht. Ich bin ja kein finnischer Rallye-Fahrer. Gut, der Parkplatz ist mal richtig schön voll. Da können wir das heute ziemlich vergessen mit dem Driften. Schade. Ja, ist wohl irgendeine Veranstaltung. Ja. Komplett voll. Aber hier kann man jetzt beim Rausfahren ein bisschen zack, zack, zack. Einmal so rum. Einmal nicht untersteuern, sondern übersteuern. Genau. So, den dritten Gang schalten. Kein Problem. Da reicht auch ein 2 Liter Sauger zum Querfahren. Schauen wir mal. Ja, ein Audi mit Quattro. Der wundert sich jetzt auch, wie ich hier entlang drifte. Ja, der Spritverbrauch geht immer ganz schön hoch, wenn man so fährt. Weil die Räder drehen sich ungefähr doppelt so viel, wie man eigentlich vorwärts kommt. Ja, eine definierte Straße gibt es hier nicht mehr wirklich. Ich werde jetzt voll über die Abbiegespuren eigentlich. Ja, ich bin jetzt hier mitten auf der Abbiegespur. Da drüben ist nichts geräumt. Let it snow, let it snow, let it snow. Ja, auch schon abgefahren.
So, jetzt sind wir in einem anderen Gewerbegebiet. Ja, into the snow. Ja. Das ist ein Kreisverkehr. Genau. Kennt man kaum, aber der ist so eng, so klein. So, Juhu. No. Da bin ich festgefahren. Nein. Das ist doch immer das geil. Ja, vorhin mit mehr Schwung, da ging es schon. Nochmal. Jetzt aber. Ja. Das ist eine minimale Steigung hier. Das wird einem kaum auffallen eigentlich. Aber es geht einfach nicht. Ja. Komm schon. So, Untergang. Jetzt hat. Ja, wenn man einmal so ein bisschen, wenn man einmal im Schwung ist, dann kann man ihn schon ein bisschen halten. Aber weil ich hier beim Kreisverkehr etwas zu sehr übersteuert habe, war das dann nichts mehr. Deshalb bleiben wir jetzt hier oben und hier weiter. So, kommt einer? Nein. Passt. Ja, vorwärts, vorwärts, vorwärts. So, wo kann man ja noch hinfahren? I don't know. Ne, komm schon, nein. Verdammt, ich brauche mehr Schwung zum Abbiegen. Das ist wieder hier 1 Grad Steigung und ich komme nicht hoch. Komm schon, komm schon. Einfach mal einen zweiten Gang ein. Ich glaube, da hat sich der Audi Q5, der hatte sich da festgefahren, einfach oder ist einfach in den Schneehaufen reingerutscht. Ja, der hat sich echt festgefahren. Jetzt hat man schon ein SUV, so ein dickes, fettes Teil mit Allrad. Der ist da echt, ja, der ist voll hier in den Schneehaufen rein. Kann mir auch schnell passieren. I'm walking in the winter wonderland. Walking in the winter wonderland. Mal schauen, ob es jetzt geht, ein bisschen. Ja, schön, einmal rum. Komm schon, nochmal. Ja, ja, genau. Einmal. So, und dann da raus. Ja, da war auch noch kein Räumfahrzeug unterwegs. Aha. Ein Auto steht da einfach so drin. Okay. Es stehen schon mehrere Autos irgendwo drin, wie man da vorne sehen kann. Okay. Aha. Boah, da müssen selbst das Abschleppauto anschieben vom ADAC. Ay, caramba. Oh, ein Krankenwagen. Ja, das ist bei den Bedingungen richtig doof. Weil es ist auch nicht so viel Platz zum Ausweichen. Und
Und der kommt auch nicht besonders gut vor. Die haben ja meistens Heckantrieb. Der Sanke. Oh, noch einer. Uiuiui. Ja, der wird wahrscheinlich zu dem einen Unfall hinfahren, weil es ja kein Unfall war. Der ist doch bloß reingerutscht. So, jetzt bitte werdet nicht zu langsam, sonst komme ich diesen Berg nicht hoch. Wenn die Gehsteige zugeräumt sind, dann müssen sie natürlich auf der Straße gehen, die Fußgänger. Ich fahre jetzt schon eine Stunde fast umeinander hier. Ich komm mal da. Okay, schauen, die Fußgänger sind weg. Gut, können wir weiter rutschen. Immer schauen, ob da jemand ist, den man gefährden könnte. Wenn keiner da ist, dann kann man auch mal so einen Schmarrn machen. Jetzt ist hier kein Auto, das parkt, kein Fußgänger. Dann kann man einfach mal hier, ja komm schon, um den Kreisverkehr seine Kreise ziehen. Und ist wieder zu viel. Der slidet mit seinem Bike. Ja, der geht so über so kleine Dörfer. Dachte ich jetzt eigentlich, dass die Straßen nicht geräumt sind dorthin. Also wenn sie nicht geräumt sind, fahre ich nicht weiter. Aber wenn es jetzt so ist wie hier, dann fahre ich weiter. Schauen wir mal, dann singen wir schon. Ja, so ein bisschen hat es wieder drüber geschneit. Also die letzten Jahre hat man eigentlich diese Pfosten hier eigentlich gar nicht gebraucht, wirklich. Da gab es nie das Problem, ui, schöner Mäusebussard oder sowas, dass so viel geschneit hat. Also jetzt diesen Winter mal wieder nach fast 10 Jahren, dass wirklich mal wieder so viel Schnee liegt. Ui, mal ist das nicht schön, ha? Ich habe euch noch nie mein Auto von außen gezeigt. Das mache ich hiermit doch einfach mal. Da, schaut es euch an. Wunderbar. Hier schon fetter Rost dran. Ja, nein. Ist ein altes Auto, passt schon. Und weiter geht's. Durch den Wald, da muss man schon mehr aufpassen. Sonst landet man am Baum. Ach ja, ich muss ja wieder den Spaßknopf drücken, bis es ausgeschaltet ist. Juhu. Ja. Машину сядем. Ja. В машину Ja. давайте сядем. Nur zum Üben. Ja, поехали в машину, похуй. Können- Ja. Дождь schlecht. Also, wir haben einen YouTube-Kanal. YouTube-Kanal, Ja. aha. Motomika. Kannst du bitte schreiben? Ja. Можешь поехать, да? Фила, danke. Ой, кровь, ебать. Ich bin heute auch schon ein paar Mal stecken geblieben. Ich habe sehr alte Winterräder drauf. давай, делай. Опа, о, дрифт. Бывает. Das ist meine erste Mal. Ah. Ja, haben wir mal wieder einen schönen Car-Vlog gemacht, also einen Auto-Vlog. Oh, da stehen sie. Ja, da stehen sie. Weil vorne einer quer steht. Können wir mal Hilfe anbieten. So, Warnblinkanlage. So, ja, der Typ da oben, der steht da schon seit über einer halben Stunde und dahinter waren Mädels, die kamen halt nicht mehr vorbei. Und der Typ wollte einfach nicht den ADAC anrufen oder so. Weil die Mädels kamen halt nicht weiter, die haben sich nicht getraut runterzufahren. Kann ich auch verstehen. Jetzt habe ich ihnen schnell das Auto runtergefahren rückwärts. Und jetzt können sie ganz normal weiterfahren.
Ja gut, so ist es. Da kam kurz noch so ein Traktor mit Schneeschieber vorne. Der hat einen Versuch, kurz mit dem Seil abzuschleppen. Das Seil, was der Mann da oben in seinem Transporter dabei hatte. Das Seil ist aber natürlich gerissen. Das war kein gutes Seil. Tja, das war's dann. Aber jetzt reicht es langsam, nach 1,5 Stunden, da kann man auch mal wieder heimfahren. Ja, da war heute ja einiges los. Viele steckten irgendwo nach dem Kreisverkehr dann im Schneehaufen drin oder mitten auf der Bundesstraße im Schneehaufen oder in der Ausfahrt quer drin. Ich steckte auch mal irgendwo fest.